Leute, es ist mal wieder soweit. Willkommen zurück bei Big M und einer neuen Challenge, einem neuen Video. Wir sind weiterhin in Wien und damit ist das heute unser Abschluss. Und ich habe mir jetzt extra ein Restaurant ausgesucht, das mich eingeladen hat zu einer außergewöhnlichen Challenge. Wie die aussieht, was es damit auf sich hat, das hören wir jetzt. Viel Spaß, let's go! Meine Lieben, und damit kommen wir zum Abschluss unserer Wien-Tour und sind im sogenannten, beziehungsweise auf der sogenannten Rotsterngasse 16, denn ich habe tatsächlich unter anderem mal eine Einladung aus Wien bekommen von Stern 16. Ihr seht das Ganze hier. Sie haben geschrieben: Hallo Sebastian, wir haben deine Videos gesehen, würden dich gerne zu uns in die Rotsterngasse 16 in Wien einladen. Wir haben eine außergewöhnliche Challenge für dich, die du so noch nie gesehen hast. Wir würden uns freuen, dich bei Stern 16 bedienen zu dürfen. Liebe Grüße. Meine Lieben, solche Anfragen, solche Nachrichten kommen täglich, aber ich sage euch auch ganz ehrlich, nicht so oft aus Wien. Und dadurch, dass wir jetzt wirklich, ich sag mal, unseren Abschluss in Wien gefunden haben, wir haben schon so viele Videos jetzt hier gedreht und da bin ich jetzt mal gespannt, was das letzte Restaurant für uns parat hat. Ich habe gesehen, es gibt hier Pizza, es gibt Shawarma, es gibt Croissants. Es gibt, glaube ich, also ich sag mal, es ist so dieser typische Shawarma, Kebab, Imbiss, Schnellimbissladen. Und da habe ich mir gedacht, es ist halt mal jetzt wieder nichts typisch österreichisches Fleisch, sondern einfach mal jetzt mal wieder so ein klassischer Imbiss. Und da bin ich natürlich gespannt, das Verhältnis zu uns in Deutschland und natürlich auch, was das Ganze für eine Challenge sein soll. Und das hören wir jetzt zusammen an. Ich würde sagen, wir gehen rein und schauen, was Stern 16, was die außergewöhnliche Challenge wirklich so ist. Let's go. Meine Lieben, ihr seht, wir sind nicht mehr alleine, sondern wurden schon herzlich empfangen von der lieben Nadine. Nadine, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich habe den Leuten gerade schon ein bisschen die Insta-Nachricht gezeigt, dass ihr, ich sag mal, mich einladet auf ein besonderes Erlebnis, was ich noch nie hatte, hier im Stern 16. Was hat es damit auf sich hier im Stern 16? Genau, wir sind hier in der Roten Sterngasse 16 und wir sind hier in unserem Imbiss. Ja. Und gleich nebenan haben wir auch noch ein Restaurant. Okay, das heißt, ihr habt quasi Imbiss, Restaurant. Genau, so sieht's aus. Okay, gleiche Speisekarten, ist das ähnlich aufgebaut? Einfach jetzt, dass man sich nur da hinsetzen kann, hier für schnell, für to go oder was ist der Genau, Unterschied? also hier ist to go und drüben haben wir dann nochmal wirklich, um sich hinzusetzen. Okay, alles klar. Was hat es denn so, ich sag mal, so mit der Bestellung XXL/Challenge auf sich? Genau, also wir haben was ganz Besonderes vorbereitet. Du hast 16 Minuten, genauso wie zum Thema Roten Sterngasse 16. Nein. Und Ihr kennt meine Videos, ne? ja. Ich hasse das mittlerweile. Weißt du warum? Weil ich hatte jetzt zuletzt auch noch eine Challenge mit 2 Stunden, weil es auch sehr viel war. Und umgekehrt mittlerweile sind aber auch Challenges, die, ich sag mal, vielleicht mit etwas weniger Volumen, aber dafür halt mit der Zeit halt so, da wissen die Leute, damit kriegen sie mich so, ne? Ich sag mal, klar passt natürlich im Namen, aber 16 Minuten, Halleluja, mein Lieber, kann ja schon was werden. Aber was hast du, ich sag mal, hau raus, was hast du? Ja, Was hast es du? wird auf jeden Fall eine Herausforderung für dich, aber ich glaube, du kannst es schaffen. Und sei gespannt, wir werden sie dir auch gleich präsentieren. Also willst du auch nichts verraten? Nein, Wir verstehen uns, ey. Ihr seht schon, man kriegt das Kitzeln schon raus, ey. Aber ich sag mal so, die Auswahl ist ja auf jeden Fall überschaubar, weil ihr habt ja, wie ich sehe, Bowls, Wraps, Sandwiches, Pizza ist noch am Start. Genau, und Shawarma fehlt auch noch. Also ich sag mal so, schreibt mal rein, was ihr glaubt, was es wird. Also ich bin echt gespannt, ob es Pizza, Wrap, Pita ist auch noch mit am Start. Aber ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt, also wie groß das Ganze wird und vor allem, was es wird. Aber meine Liebe, ich freue mich drauf. Ich bestelle das Ganze einmal und ja, würde sagen, ich lasse mich mal überraschen, oder? So, 16 Kilo Shawarma. Was? Ist es euer Ernst? Meint ihr es ernst? Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, du hast Hunger. Das ist doch nicht dein Ernst. Was ist das? Das sind hier 16 Kilo Shawarma Nein, und ich hoffe, du schaffst es in 16 Minuten. das ist nicht euer Ernst. Also, guck mal, ne? Ich sag mal, du hast mich also ich bin selten sprachlos, aber du hast auf jeden Fall schon mal das versprochen oder das gehalten, was du gesagt hast, was ich noch nie gesehen habe. Denn ich habe es noch nie gesehen. Das Witzige ist, Düsseldorf, oder ich habe wirklich bei mir, das kann ich wirklich mit Stolz behaupten, den besten Shawarma-Laden in Deutschland. Das kann ich wirklich behaupten. Deswegen bin ich mal gespannt, jetzt zum einen, ich sag jetzt, also guck mal, ich bin immer optimistisch, was Challenges angeht. Aber ich kann jetzt schon sagen, in 16 Minuten 16 Kilo auch, ich habe Grenzen. Aber ja, ich bin mal gespannt, weil ich werde es natürlich probieren. Ich bin gespannt vor allem, wie es schmeckt. Aber Leute, ihr könnt es ja gerne mal reinschreiben. 16 Kilo Shawarma in 16 Minuten. Also ihr habt mich auf jeden Fall hinbekommen. Das hast du auf jeden Fall mal schon geschafft. Und gesagt, es gibt was nicht. Was habt ihr noch dazu? Oben drauf haben wir hier noch ein bisschen garniert Ja. und unten drunter eben noch Pommes. So wirklich, ja. Ich sag mal so, dass du... Achso, unten sind auch noch Pommes ein bisschen sogar. Ach krass.
Also ich bin sprachlos, ne? Also Leute, ihr könnt ja gerne mal reinschreiben, ich bin sprachlos. Also 16 Kilo Shawarma. Ich muss sagen, Shawarma schmeckt mir sowieso. Finde ich sehr, sehr lecker. Ist Hähnchen wahrscheinlich auch, ne? Genau, ja. Okay, geil, geil. Ja, was soll ich sagen? Ich lache und nehme die Challenge an in 16 Minuten. Das Einzige, was ich hoffe, dass, was winkt denn, wenn ich es schaffe? Gibt es da irgendwas? Habt ihr schon euch was ausüberlegt, wenn man sowas schafft? Genau, Oder ist das also- jetzt quasi einfach eine Einladung und dann ist gut so ungefähr? Ein 1600 Euro Gutschein. Okay. Genau. Ist das geil, Halleluja! Ja, also, mein Lieben, ich würde sagen, ich weiß gar nicht, ob ich mir überhaupt Handschuhe anziehe oder nicht. Besteck habe ich hier. Wir gehen rein. Nadine, ich nehme es an. Ich probiere das Ganze mal für eine XXL-Bestellung. Mir tun schon gerade nicht die Kaumuskeln weh vom Kauen, sondern vom Lachen, weil ich nicht mehr aus dem Lachen rauskomme. Nadine, ich gehe rein, let's go. Also, meine Lieben, damit ist alles angerichtet. 16 Kilo Shawarma in 16 Minuten für 1600 Euro. Also damit hat Stern 16 auf jeden Fall alles erreicht, mich hier hingeholt und für die außergewöhnlichste Challenge, glaube ich, jemals gesorgt. Wir gehen rein, sind optimistisch, schauen wir, was wir das Ganze schaffen. Viel Spaß, let's go. Dann gehen wir rein da. 16 Minuten, 1600 Euro, 16 Kilo Shawarma, rein da. Versuchen es direkt mal mit oben. Ne, wisst ihr was? Ihr wisst ja. Ich bin ja einer, der versucht es immer ganz gerne trocken. Von vorne erstmal schön trocken, ohne alles. Boah. Also kein Scheiß, Leute, kommentiert's. Ich liebe Shawarma-Fleisch, ne? Aber ob es jetzt unbedingt 16 Kilo sein müssen, ist was anderes, aber Halleluja. Boah. Ich schwöre es euch, ich könnte das so als Reisteller tagtäglich, könnte ich wirklich essen, ne? Weil dieses Hähnchenfleisch natürlich durch den Gewürz, klar, ne, durch, ich sag mal, wirklich, wirklich viel Gewürz, so geil schmeckt. Aber Hähnchen, mein Lieben, Halleluja, ist das geil. Ich habe noch nie so eine Platte gesehen. Schreibt es gerne mal rein, aber also so eine Platte, 16 Kilo. Ich weiß gar nicht, wie viel Shawarmas man insgesamt daraus machen könnte. Auch 16 Kilo Fleisch. Wäre auch mal interessant, aber wir probieren das Ganze jetzt mal mit Soße. Ich sag mal, ein Hauch Zwiebeln. Ich weiß gar nicht, welche Soße es ist. Ich weiß nicht, was für eine Soße es ist. Ich habe keine Ahnung. Ich merke es auch nicht raus. Ich kann nicht sagen. Also, schmeckt jetzt nicht nach Knoblauchsoße. Schmeckt noch nicht nach Joghurtsoße. Keine Ahnung. Was immer mit dazu gehört, es ist richtig schön am Dampfen. Ne? Ich sag mal, das ist halt ja jetzt der Vorteil von, ich sag mal, dass es jetzt so ein Berg voller Fleisch ist. Ich habe noch nie so einen Berg voller Fleisch gesehen. Ne? Dieses Rotkraut gehört immer mit dazu. Wahnsinn. Wahnsinn. Hier unten, ganz unten, haben sich unter den 16 Kilo Shawarma noch ein paar Pommes versteckt. Das sind mal, wie ich so ganz gerne sage, diese Imbiss-Pommes. Wie, ich sag mal, dieser Vergleich, ne, früher diese Schwimmbad-Pommes oder Skinny Fries, wie ich sie ganz gerne auch sage, die ich bei anderen Lokalen schon gegessen habe, wo ich sage, die kann man auch schön abends essen. Diese, ich sag mal, Imbiss-Pommes sind für mich immer die so klassisch zu diesem Schnellimbiss passen. Die darf man aber nicht so schnell kalt lassen, weil dann sind die für mich gar nicht mehr so krass. Aber ansonsten hat man halt diesen typischen Imbiss-Geschmack, der einen immer daran hat. Finde ich ganz geil. Aber wie gesagt, ich bin immer noch am Rätseln, was wir für eine Soße haben. Ich glaube, die Shawarma-Fleisch ist tatsächlich so, dass es so gewürzt ist, dass es so anders ist, dass ich sagen muss, ich glaube, es ist nochmal so ein anderes Fleisch, also anderes Gewürz, klar, anderes Fleisch als nochmal das Kebab-Dönerfleisch. Und wenn ich es jetzt nur pur esse, ne, würde ich tatsächlich sagen, schmeckt mir das Shawarma-Fleisch noch ein bisschen besser. Aber ihr könnt es gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr für Shawarma oder Döner seid. Aber wie gesagt, ich kenne es aus Düsseldorf. Bester Shawarma, ganz Deutschland. Das Fleisch hier ist auf jeden Fall lecker. Das kann man nicht anders sagen, also es schmeckt wirklich sehr geil. Und damit würde ich sagen, ja, gehen wir in die 1600 Euro, 16 Minuten und ich sag mal jetzt noch 11 Minuten Shawarma-Challenge rein, meine Lieben, Halleluja. Genau wie der Automat jetzt gerade am Sprengen ist, weil es hier so warm wird, bin ich auch am Sprengen schon. Let's go. Also meine Lieben, ihr seht, wir haben jetzt noch 5,5 Minuten auf der Uhr.
Es ist der absolute Wahnsinn. Also das Einzige, was ich halt hier wirklich genieße, mitnehme, ist halt wirklich den Geschmack vom Fleisch. Dass ich ja wirklich mal sagen kann, ich kann auch, weil es einfach so krass utopisch in der Zeit ist, also da haben sie wirklich mir was hier vorgelegt, wo ich sage, Halleluja. Ich glaube, da bin ich auch von Anfang an Realist, um zu sagen, ist halt nichts, aber für, ich sag mal, 16 Minuten kann ich wirklich tolles Fleisch jetzt hier gerade genießen. Ich glaube, das ist die erste Challenge, mit der ich von Anfang an reingehe und sagen kann, hier geht es völlig nur zu 100% Genuss als alles andere. Aber wenn man mich auf eine Challenge herausfordert, die ich noch nicht hatte und mir sowas präsentiert, ich wusste jetzt auch nicht, was vorher kommt, dann nehme ich sie gerne an, versuche das Ganze, aber Halleluja, für 1.600 €, also ich weiß gar nicht, ob es überhaupt einen Menschen gibt, der das in 16 Minuten schafft. Also, oder ob es ein reines Spaßding ist, sage ich mal in Anführungsstrichen, aber die 5 Minuten, die einzigen vielleicht im Leben noch meiner Challenge-Karriere, die man noch richtig genießen kann, ohne mit dem schlechten Gewissen, die sind jetzt angebrochen. Also meine Lieben, damit sind die 16 Minuten um und auch die 1.600 € Shawarma-Platte. Hallo meine Lieben, also eins kann ich euch sagen, geschmacklich war das ein Highlight, portionsmäßig war das ein Highlight, aber auch durstig macht es wie ein Highlight. Halleluja. Also damit, jetzt glaube ich die Antwort schon mehr als gesagt. Viele von euch haben jetzt auch gefragt, wie viel die Platten kosten würde. Also es ist wirklich so, ich finde das halt, also das haben sie sich halt vom Kopf her halt geil ausgedacht. 16 Minuten so, hin oder her, ob das möglich ist oder nicht. 1.600 € kann man gewinnen, 16 Kilo Shawarma. Und die Platte kostet auch wirklich 1.600 €. Also ich sag mal, Ware wohl plus, sag mal das, wenn es fertig hier sowohl wie präsentiert ist, wurde mir gerade gesagt. Also manchmal kann man es auch so bestellen dann. Finde ich krass. War eine krasse Herausforderung. Ich wusste jetzt selber nicht, was mich erwartet. Also das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Also das ist jetzt auch einmalig gewesen. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, holen wir uns mal die Nadine hier wieder mit dazu. Schauen, was sie noch zu sagen hat. Und damit, auf jeden Fall eins, und zwar schon mal eine 16 Kilo Shawarma Bestellung Challenge hinter uns, die wir bisher auch noch nicht hatten. Aber mal schauen, was Nadine noch für uns parat hat. Nadine, ich sag mal erneut Hallo. Und auch Hallo noch zur Shawarma-Platte. Wolltest du mal ein Stück probieren? Nein, danke. Du willst nicht? Überlass es dir. Ja, also ich habe ja gerade schon den Leuten gesagt, also ich sag mal 16 Minuten, ihr habt jetzt gerade gesagt 1.600 € als Preis plus würde die Platte kosten. Ne? Okay, also ja. Es war eine witzige Bestellung, eine witzige Challenge, aber ihr habt mich ja auch zwischendurch währenddessen mal gefragt, so, wie realistisch das Ganze ist und so. Ich habe euch ja gesagt, meine ehrliche Einschätzung von 1 bis 10, es ist eine 11. Es ist, glaube ich, nicht machbar für irgendwen. Ansonsten, wie gesagt, soll es gerne einer mal anders irgendwie, keine Ahnung, versuchen, zeigen etc. pp. Aber ja, also geschmacklich war es lecker, aber als Herausforderung, sage ich ehrlich, utopisch. Utopisch. Nichtsdestotrotz danke ich dir für die geile Einladung, für auch das Geile mal zu probieren und hoffe, du hast trotzdem, weil das darf auf diesem Kanal nie fehlen, hoffentlich noch was Süßes, Rundes zum Abschluss. Und da würde ich mich auf jeden Fall sehr drüber freuen, wenn nicht, es war auch gut. Genau, wir haben für dich noch ein selbstgemachtes Schokoladenmus Habt ihr vorbereitet. wirklich noch? Genau. Dankeschön. Weil ich muss ehrlicherweise sagen, wir sind ja jetzt hier in dem Imbiss, wie du ja zu Beginn gesagt hattest, und hier sehe ich jetzt so nichts. Ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass, weil du ja gesagt hast, nebenan ist ein Restaurant, dass vielleicht da noch anders ist, aber ihr habt tatsächlich was. Genau, wir haben natürlich noch was für dich vorbereitet, weil was Süßes darf natürlich nicht fehlen. Geil. Gerne, und ich hoffe, es hat geschmeckt Ja, und du hast noch ein bisschen Platz für was Süßes. Ich sage mal, auf Platz für Desserts immer freue ich mich drauf. Dankeschön. Gerne. Das sieht ja geil aus. Also ich glaube, ich muss noch mal wieder kommen zum Restaurant, wenn das so sehr aussieht. gerne. Halleluja. Möchtest du denn nichts haben? Einen Löffel? Ja, leider nur für dich. Ernsthaft, du möchtest gar nichts? Nein, alles gut. Bist du sicher? Ich bin auf Diät. Okay, wirklich jetzt? Ja. Aber ja, hätte ja auch sein können, ich meine, wir haben jetzt Fastenbrechen und so, ne? Ich weiß ja nicht, wie es da bei dir aussieht, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber du bist wirklich sicher, weil ich weiß, viele bekommen Hunger bei meinen Videos oder Ich habe essen gerne. genug schon vorher bekommen. Sicher? Ja. Okay, alles klar. Dann erstmal vielen, vielen Dank. Was ist das, Schokomousse? Genau, Schokoladen. Oh, danke schön. Also, wie gesagt, ich biete es dir letztes Mal an, du möchtest wirklich nichts? Okay, meine Lieben, dann gehen wir rein ins schöne Schokomousse. Es tut, egal wann, egal nach wie viel, immer gut. Irgendwie so einen schönen Abschluss. Wow. Also wie gesagt, es tut mir gerade echt weh. Mehr für dich als für mich, weil es gerade so gut schmeckt und du daneben sitzt und ich weiß, wie ich mich gerade fühlen würde. Aber Nadine,
Das macht es gerade umso schöner. Ich sag mal, ich danke dir trotzdem für eine tolle Einladung, dass ich jetzt hier, ich sag mal, meinen Abschluss der Wienreise mit euch machen und teilen durfte. Habe mich sehr gefreut. Vielleicht, wie gesagt, gerne mal wieder. Vielleicht mal auf eine andere, ich sag mal, realistische Challenge als 16 Kilo Shawarma in 16 Minuten. Aber ich sag dir auch ehrlich, nachdem ich jetzt gerade hier das Mousse gern esse, bin ich offen für eine Mousse-Challenge. Es muss nicht immer herzhaft sein. Es muss nicht immer utopisch viel sein, sondern auch so eine schöne Mousse-Challenge. Auch die kann man sich definitiv genehmigen lassen. Meine Lieben, ich danke euch damit für eine geile Wienreise, für eine geile Wien-Tour, die hier mit dem Video damit endet. Sei es auf unseren Hauptkanälen Big M mit vielen, vielen Challenges, XXL-Bestellungen auf Big M TV. Wir sind damit mit Wien durch. Ich danke dir nochmal, wie gesagt, für den schönen Abschluss, für eine tolle Sache. Und damit sehen wir uns das nächste Mal wieder aus Deutschland. Aber Wien und Graz und noch viele andere internationale Städte, kann ich euch sagen, sind nicht mehr lange hin, bis da was kommt. Also, liebe Grüße noch aus Wien. Bis zum nächsten Mal. Wir sagen ciao, ciao. Ciao, ciao.